Aus Freude am Segeln mit einem Katamaran zur Windjammerparade der Kieler Woche in der Kieler Innenförde und Kieler Außenförde bei Sonnenschein und leichter Brise, Cut-Segeln in einem Nacra 570, komm mit, sei dabei, Faszination Segeln. Willkommen hier auf dem Kanal Aus Freude am Segeln. Das ist jetzt mal so mein erstes Video hier aus Kiel, der Sailing City. Und ja, ich bin mit dem Katamaran zur Windjammerparade gefahren bei allerbestem Wetter. Ja, einen schönen guten Morgen. Wir haben Juni 2023, Kieler Woche. Und heute ist Windjammerparade. Bei bestem Wetter und ganz wenig Wind. No, da fahren wir jetzt entgegen. Bei der Schilksee, da finden die ersten Wettbewerbe wieder statt für heute. Und da vor uns, ja, da ist der Leuchtturm Friedrichsort. Da drüben ist Laboe. Und da geht es gleich rein in die Kieler Förde. Um 10 Uhr ist Start unten. Wir haben jetzt 9:30. Und wir gucken mal, dass wir möglichst nah rankommen oder weit runterkommen. Und genau, dann segeln wir mit denen raus, mit den Großen. Ich denke mal, es wird sehr voll, weil das Wetter allerbest ist. Zu wenig Wind für uns. Aber wir nähern uns. Da vorne ist der Leuchtturm in Friedrichsort. Ja, und die anderen hauen hier alle neben uns vorbei. Leider. Wieder eingeholt, läuft wieder ein bisschen besser. Und langsam nähern uns den Leuchtturm. Ganz da unten kann man, glaube ich, schon ein bisschen die Flotte erahnen. Der Wind ging grob Richtung Innenförde zur Außenförde. Also es war absehbar, dass die Rahsegler, die großen Traditionsschiffe, all ihre Segel setzen werden. Der Wind war also sehr schwach und für die Rahsegler dann direkt oder nahezu von hinten. Aber wir mussten erstmal in die Förde reinkreuzen, bei so ein bisschen Wind nur. So, dann gehen wir rum. Kurz nach 10 haben wir jetzt. Unten sind sie gestartet und jetzt sind wir hinterm Leuchtturm. Ja, dieses grün-weiße Ding, das ist der Friedrichsorter Leuchtturm. Das ist ja so diese enge Passage von der Kieler Außenförde in die Innenförde. Und es wird nachher eine Riesentraube von Menschen dort geben, weil da halt die ganzen Schiffe so nah rankommen ans Ufer. Und dass die Leute dann von da sehr gut die Parade beobachten können. Ja, nun haben wir mal einen kleinen Augenblick ein bisschen mehr Wind. Perfekter Wind jetzt. Jetzt machen wir Speed ein bisschen und er kommt aus einer guten Richtung. Wir brauchen gar nicht groß kreuzen. Und da hinten ist der dicke Bulk schon gut zu sehen. Lässt wieder nach. Ein paar Drachenboote,
Ja, die kommen allmählich in die Nähe. Ja, hier ist schon ein Ort, wo sich viele versammeln mit Anker rein ins Wasser und sich festsetzen und warten, dass die Parade vorübergeht. Das ist auch ein schönes Ding. Wieder ein Moment mit gutem Wind. Also wir konnten sogar so ein bisschen mit den Schlauchbooten mithalten. Das ist das, was Cut-Segeln ausmacht. Das macht richtig Spaß. Der nimmt schnell an Fahrt auf. Und eigentlich ist man gewohnt, mit so einem Cut überall vorbei zu donnern, weil halt wirklich sehr schnell wird. Aber richtig zum Rasen hat es heute nicht gereicht. Wir werden halt zum Schluss der Tour, wenn wir in der Außenförde sind, mal so ein bisschen Speed bekommen. War aber kein typischer Wind für rasantes Cut-Segeln. Ein Trimaran. Dann kommen wir in die Reichweite. Die Kamera, die nehme ich mir mit so einer Beißplatte in den Mund rein. Deswegen sieht das ja auch so ein bisschen nervös, bisschen manchmal aus. Weil immer da, wo ich hingucke, da guckt ja noch die Kamera, es sei, ich nehme sie so wie jetzt aus dem Mund in die Hand. Die Polizei, die fährt hier alle Boote an, die sich davor tummeln und sagen, ihr sollt hier verschwinden. Die Gelben haben sie eben auch angesprochen, hier diesen komischen Katamaran. Ja, das ist ein Proa. Das ist so ein Doppelrumpfschiff und unterscheidet sich zum Cut, dass er halt einen Langrumpf hat und einen kurzen Rumpf. Also angelehnt an Einbaumboote. Holen wir die ein, die Polizei, und segeln mal flott vorbei. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin. Und da sieht man jetzt schon rechts im Bild das graue kleine Schlauchboot. Und das wird jetzt gleich zu uns kommen. Ist nämlich Polizei. Die sorgen dafür, dass keiner vor die Parade fährt, da vielleicht noch kentert oder wer weiß was macht. Und werden wir auch angesprochen, oder? Da. Ja. Das wollen wir auch. Ja, ja. Also, wir sollen auch verschwinden. Wir sind nicht zu nah, obwohl das echt noch so weit weg ist alles, das Feld. Und dann reihen wir uns auch mit ein. Also rechts vorbei geht es und dann drehen wir unten um. Und der Wind ist mal wieder weg. Dann haben wir Punkt 11 Uhr. Alle haben die Schiffshörner an. Wenn man das auf dem Video hört. Überall die Hörner.
Wind war wieder gut. Wir konnten also wieder rasant Richtung weiter unten in die Innenförde rein. Ja, war aber nur ganz kurz. Das gibt's doch nicht. Wind wieder weg. Das gibt's doch nicht. Ja. Weil da hätten wir eine Kufe rausdrücken können bei dem Wind eben. Mal gucken, vielleicht kommt der wieder. Und es wird den ganzen Tag so gehen. So für einen kurzen Moment, für ein paar Sekunden oder wenige Minuten. Ja, dann ziehen sie alle guter vorbei. Wind für den Katamaran. Und wir fahren denen immer noch entgegen. Und dann schläft er wieder weg und ja, wir kommen dann gar nicht so recht vom Fleck. Und beim Katamaran ist es so, am Wind läuft er gut oder halber Wind. Aber wenn der Wind von hinten kommt, dann ist das Ding richtig, richtig langsam. Ist ein Boot zum Schnellfahren und nicht um vorm Wind zu fahren. Sieht jetzt fast so aus, als wenn wir schon mit der Parade jetzt mitfahren, aber das war nur einmal um ein bisschen Höhe laufen zu können und dann wieder ein bisschen weiter rauszukommen und dann weiter Richtung Ende der Parade zu fahren. Wir segeln denen also immer noch entgegen. Wir haben gerade probiert, mit denen ein bisschen mitzusegeln und merken, also wir kommen mit quasi ein bisschen schneller. Da hatte ich kein Gefühl für, ob die großen Rahsegler vielleicht doch nicht schneller sind nachher. Weil Wind von hinten ist der Cut echt langsam. Auf jeden Fall nochmal zum Schluss der Parade und fahren dann mit denen raus. Und klappern mal jeden alten großen Kahn ab. Also ich hätte zumindest gehofft, dass wir ganz ans Ende fahren der Parade und dann ja, schneller als die anderen Boote an denen vorbei bis zu den vordersten Booten fahren können. Aber der Wind war dann wirklich weg, sodass wir da nur ein bisschen mehr rumtrieben. Und die anderen Boote, also auch die Segelschiffe und die Traditionssegler, die hatten oft die Maschine laufen und waren dann schneller als wir. Mussten wir also warten, bis der Wind wieder kommt, dass wir auch wieder Fahrt aufnehmen können. Der Wind ist komplett weg für uns. Und die können all ihre Tücher hochholen. Total traumhaft schön. Also für Fotografen war das ein Traum sicherlich. Also viel Sonne, alle gesetzten Segel. Ganz ruhiges Wasser, also auch Fotografen, die vom Boot aus fotografieren, hatten also einen schönen ruhigen Richtig spannend Untergrund. hier, alles voll mit Schiffen. Ich darf auch keinen von Latz fahren. Und dann ist zeitweise der Wind wieder weg für uns. Wie jetzt, haben wir keinen Druck mehr. Und dann ist die ganze Innenförde voll mit diesen ganzen vielen Traditionsseglern. Ob groß oder klein, knappe 100 dieser alten Schiffe sind dann in so einem langen, langen Band entlang der Förde und fahren ganz langsam Richtung Außenförde. Also wirklich ein ganz toller Anblick. Ein Traum da zwischen lang zu fahren. Wir mogeln uns mal hier auf die andere Seite. Der
Katamaran zieht, glaube ich, auch mit. Denn da sind so viele kleine Alte der Traditionsregler. Das gibt's nicht jedes Jahr zur Kieler Woche, Windjammerparade, dass alle Segel hoch sind und die Sonne drauf scheint. In so einem ganz gemächlichen Tempo geht da dieser riesige Tross so ganz langsam vom Wind Richtung Außenförde. Das war jetzt der erste Teil. Und im zweiten Teil fahren wir dann weiter raus Richtung Außenförde. Gucken uns da noch ein bisschen die Schiffe an. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Wind, dass wir so ein bisschen Gleitfahrt haben. Hinten in der Endcard setze ich dann den Link oder diese Kachel zum zweiten Teil.